Der deutsche Plural. In diesem Video lernst du, wie die deutsche Pluralbildung funktioniert. Es gibt hier nämlich nicht nur eine Endung, wie auf Englisch, sondern es gibt viele verschiedene Endungen. Und du lernst, wann du welche Endung anwenden musst. Außerdem lernst du die Wörter kennen, die gar keinen Plural haben. Und du lernst die Wörter kennen, die nur im Plural existieren. Und ich zeige dir, wie deine Vokabelliste auszusehen hat, damit du keine Probleme mit dem Plural bekommst. Hallo, mein Name ist Jan und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute geht es um die Pluralbildung. Wie bildest du den Plural auf Deutsch? Dafür habe ich als erstes zwei Nachrichten für dich. Eine gute Nachricht und eine weniger gute Nachricht. Fangen wir mit der guten Nachricht an. Als erstes, im Plural spielt es keine Rolle. Es ist völlig egal, ob etwas der, die oder das ist, also maskulin, feminin oder neutral. Es gibt nur eine Pluralform für alle drei Geschlechter. Dementsprechend brauchst du dir da keine Gedanken mehr machen. Sehr gut, oder? Kommen wir nun aber zur nicht ganz so guten Nachricht, denn anders als zum Beispiel auf Englisch gibt es nicht nur eine Endung, die du anhängen musst, um den Plural zu bilden, sondern es gibt 5. Das sind N bzw. EN, was du anhängen musst. Es gibt auch R oder ER. Es gibt auch die Variante nur E. Es gibt die Variante S, die du schon aus dem Englischen kennst. Und die 5. Variante, das ist gar keine Endung anhängen. Das bedeutet, das Wort bleibt, wie es ist. Du änderst nur den Vokal zu einem Umlaut teilweise oder auch nur den Artikel. Wie genau das funktioniert, das zeige ich dir jetzt aber mit der Hilfe von meinem E-Book. Fangen wir an mit dem Plural auf N oder EN. Maskuline Nomen mit den Endungen ENT, ANT, AND, OR oder IST bilden ihren Plural mit N oder EN. Also zum Beispiel der Student, die Studenten, der Polizist, die Polizisten. Und feminine Nomen mit den Endungen in, ion, ik, ung, tät, schaft, heit und keit bilden den Plural auch mit N oder EN. Die Universität, Universitäten, die Organisation, die Organisationen. Und 99% aller Nomen, die auf E enden. Also die Flasche, die Flaschen, die Tasse, die Tassen. Das sind alles Nomen mit dem Plural auf N oder EN. Wenn du Zeit hast, solltest du hier aber immer im Wörterbuch nachschauen, denn was der Plural ist, das steht bei jedem Nomen immer im Wörterbuch mit dabei. Plural mit E, das sind viele maskuline Nomen. Der Baum, die Bäume, der König, die Könige. Und bei vielen, aber nicht allen, einsilbigen femininen Nomen. Die Nacht, die Nächte, die Hand, die Hände. Und zusätzlich bilden einsilbige feminine Nomen, die ihren Plural mit E bilden, wechseln immer von A, O oder U zu dem entsprechenden Umlaut. Maskuline Nomen meistens, aber nicht immer. Feminine Nomen wechseln hier immer, wenn es einsilbig ist und der Plural mit E. Maskuline Nomen meistens, wie hier. Baum, Bäume. Der Plural mit R oder ER. Das machen viele neutrale, einsilbige Nomen. Der Plural wird hier meistens auch mit einem Umlaut gebildet, also genauso wie vorher hier. Das Haus, die Häuser, das Glas, die Gläser und das Kind, die Kinder. Achtung, hier kleiner Tipp, der es dir einfacher macht. Feminine Nomen bilden den Plural nie auf R oder ER. Also alles, was feminin ist, kann niemals den Plural auf R oder ER besitzen. Und die Nomen mit dem Plural auf S.
Das sind alle Nomen, die auf A, I, O oder U oder Y enden. Also eigentlich alle Vokale außer dem E plus das Y. Das Sofa, die Sofas. Das Auto, die Autos. Die Omi, die Omis. Das Hobby, die Hobbys. Aber auch viele Fremdwörter. Das Team, die Teams. Der Job, die Jobs. Wenn das Wort aus dem Englischen kommt, dann wird in der Regel der englische Plural beibehalten, meistens. Und der englische Plural ist einfach mit dem S. Deswegen auch hier viele Fremdwörter mit dem S als Plural. Und Familiennamen haben auch den Plural im S. Die Meyers bedeutet die Familie Meyer. Die Müllers gleich die Familie Müller. Es gibt auch Pluralformen, wo du keine extra Endung brauchst. Bei der Pluralbildung ohne extra Endung wechselt nur häufig der Artikel und A, O und U werden zu Ä, Ö und Ü. Natürlich wechselt nicht der Artikel, es wechselt der Vokal. Wörter mit den Endungen EL, ER und EN machen das. Also hier EN ist sowieso schon eine komplette Pluralendung, genauso wie ER. Deswegen wechselt hier nur der Vokal. Das aber auch nicht immer, denn manchmal ist es einfach genau gleich. Das Brötchen, die Brötchen. Und hier musst du nur den Artikel austauschen, um zu zeigen, dass es Plural ist. Aber bei Apfel wird der Vokal getauscht und beim Vater, die Väter genau dasselbe. Und wichtig, feminine Nomen auf EL bilden den Plural hier mit N. Zum Beispiel die Kartoffel, die Kartoffeln. Also feminin bei EL immer N, alle anderen gar keine Endung. Und dann haben wir noch Fremdwörter, Plural von Fremdwörtern. Fremdwörter aus dem Englischen, wie schon erwähnt, bilden den Plural meistens mit der Endung S, aber die Wörter aus dem Latein oder Griechischen haben oft eine Spezialform. Zum Beispiel das Museum wird zu die Museen, das Praktikum wird zu die Praktika. Diese Versionen musst du einfach wissen, die findest du im Wörterbuch, da gibt es keine Regel dazu. Und dann gibt es noch die Nomen ohne Plural und es gibt auch noch einige ohne Singular. Fangen wir mit denen ohne Plural an, denn einige existieren wirklich nur im Singular. Das Obst, die Milch, der Durst. Das sind erstens alle Flüssigkeiten. Die Milch, das ist eine Flüssigkeit, da gibt es keine Mehrzahl davon, deswegen hier nur der Singular möglich. Das Obst, das beschreibt schon einen Plural, eine Mehrzahl, ist aber ein Singularwort und da es schon ein Plural beschreibt, gibt es kein extra Pluralwort. Und der Durst ist etwas Abstraktes, da gibt es auch keinen Plural davon. Außerdem sind die beiden unzählbar und alles, was unzählbar ist, hat keinen Plural. Weil du es nicht zählen kannst, dementsprechend kann es nicht mehr als eins davon geben. Die Nomen ohne Singular existieren nur im Plural. Das sind einige wenige, wie zum Beispiel die Leute, die Eltern und die Ferien. Hier ist kein Singular möglich, denn das Nomen selbst beschreibt einen Plural und steht im Plural. Und ein Singular von Leute ist nicht möglich, rein von der Bedeutung her. Genauso bei Eltern und auch bei Ferien. Das ist von der Bedeutung des Wortes absolut unmöglich, hier einen Singular zu bilden. So, bitte noch nicht abschalten, denn wenn du dich richtig erinnerst, dann fehlt noch der Tipp für deine Vokabelliste. Bevor ich dir den gebe, aber nochmal eine kleine Zusammenfassung hier, einfach um dir zu zeigen, es ist nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht aussieht. Denn die meisten femininen Nomen benutzen immer das N oder das EN als Pluralendung. Die meisten maskulinen Nomen benutzen das E. Und die meisten neutralen Nomen benutzen die Endung mit R oder ER. Und auch noch wichtig,
Maskuline und neutrale Nomen, die auf EL, EN oder ER enden, die bekommen gar keine extra Endung und nur den Vokalwechsel oder nur den Artikelwechsel davor. Und der Tipp für deine Vokabelliste ist einfach, mach es genauso, wie du es schon mit dem Artikel machst. In die Vokabelliste zu den Nomen auf Deutsch gehören immer folgende 3 Punkte. Als erstes natürlich der Artikel, der, die, das. Dann die Bedeutung des Nomens selber, aber auch ganz wichtig immer die Pluralform. Die gehört dazu. Einfach, dass du es schon auf dem Blatt Papier oder auf dem Computer Telefon schon immer zusammen siehst. Dann kommt die Pluralform ganz automatisch. Glaub mir, wenn du es immer so aufschreibst, wie zum Beispiel der Baum und die Bäume, dann weißt du das irgendwann ganz automatisch. Deswegen, das ist mein Tipp, schreib es immer zusammen mit der eigentlichen Bedeutung und dem Artikel in deine Vokabelliste. Artikel, Bedeutung, Plural. Wenn du noch Fragen hast, dann kennst du schon. Einfach einen Kommentar hier unter dieses Video schreiben und ich beantworte dann alle deine Fragen. Falls du das Ganze noch üben möchtest, dann schau auch mal in meiner Akademie vorbei, denn dort findest du Übungen zu allen Videos, die ich hier auf YouTube poste und zusätzlich auch noch Online-Kurse und auch meine E-Books. Also, ich hoffe, du hast heute wieder viel gelernt und dann sehen wir uns morgen wieder beim nächsten Video und bis dahin viel Spaß und Erfolg beim Deutschlernen.